Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute ist der dritte und letzte Teil der 24er Stifte Challenge und ich hoffe, ihr seid fleißig mit dabei gewesen und konntet was lernen. Gerade diejenigen, die vielleicht nur kleinere Sets haben, haben vielleicht Ideen für neue Farbkombinationen gefunden und hinterlasst mir auf jeden Fall Kommentare, wie ihr die Challenge fandet, ob ihr Ideen für neue Videos habt und was ihr so alles gelernt habt, wie es euch geht. Ich freue mich immer, wenn ich was von euch lese bzw. höre und lasst auf jeden Fall auch eure Bilder sehen. So, genug gequatscht. Wir legen los. Und zwar fangen wir mit den Blättern hier in der Ecke an. Dafür brauchen wir einmal die 912 Apple Green, 908 Dark Green und das ist die 916. Wenn ich das hier rauskriege, 916 Canary Yellow. Zuallererst legen wir mit dem hellen Grün Farbe vor. Hier in den Ecken drücke ich mehr und lasse die Farbe dann leicht auslaufen. Wieder in der Ecke mehr drücken, Farbe auslaufen lassen. Ich lasse so 4 freie Stellen, wo wir dann hinterher mit dem Gelb Akzente setzen. Jetzt setze ich mit dem Gelb dort an, wo wir mit dem Grün ganz leicht ausgelaufen sind und blende das Gelb in die helle Stelle, die wir übrig gelassen haben. Dann nehme ich das Dunkelgrün und male mit ganz leichten Strichen die Spitzen hier dieser Raute etwas dunkler. Wirklich nur ganz leicht, gar nicht doll drücken. Und dann malen wir wild die Kreise hier drin aus. Also sucht euch wirklich das aus, was euch gefällt. Die Reihenfolge ist überhaupt nicht wichtig. Jetzt mit dem hellen Grün weiter. Ein paar mit dem Gelb. Und die euch noch fehlen, da könnt ihr euch die Farben aussuchen. So, da haben wir die erste Raute schon hinbekommen. Dann machen wir weiter mit den Blüten hier drumherum, damit das ja nicht so eine Farbkollision ist und ja, ein sanfter Übergang zu den anderen Farben ist, bleibe ich hier weiter in dem Rot-Orange-Schema. Dafür nehme ich 918 Orange, 922 Poppy Red und die 1003 Spanish Orange. Zuallererst lege ich mit dem Orange der 918 die Farbe etwas vor
Leichter bis mittlerer Druck. Nicht das Papier sofort sättigen, weil ich da noch mit dem Rot drüber möchte. Dann nehme ich das Poppy Red und male mit starkem Druck die Spitze aus und blende es in das Orange rein. Dann nehme ich Spanish Orange, male damit nur die Ecke von der Mitte der Blume aus und mit dem Gelb male ich hier den Rest aus. Das gleiche wiederholen wir nochmal für diese Blume. Dann haben wir das auch geschafft. Also mit leichtem bis mittleren Druck das Orange vorlegen. Dann mit dem Poppy Red und starkem Druck die Enden ausmalen. Mit dem Spanish Orange die Hälfte von der Mitte hier ausmalen, von dem Blütenstempel, und mit der 916 Canary Yellow den Rest verblenden. So, dann gehen wir mal über zu der pinken Blume. Dafür benutzen wir 929 Pink und 939 Peach. Zuallererst lege ich mit dem Peach eine leichte Farbschicht vor. Wirklich nicht doll drücken. Mit leichtem Druck eine leichte Farbschicht. Hier unten das Stück lasse ich weiß. Da lege ich noch keine Farbe vor. Dann nehme ich mein Pink und mit mittlerem bis starkem Druck blende ich das Pink runter und lasse den Druck nach, je weiter ich in die Mitte komme. Immer in kleinen kreisenden Bewegungen arbeiten. So blendet es sich am leichtesten. Dann nehme ich wieder mein Peach und blende in das Pink rein. Blende ein bisschen weiter runter, fast bis zum Blütenstempel. Nehme mein Weiß und blende von hier unten in die Farbe Peach rein. Machen wir das Ganze nochmal. Also mit Peach und leichtem Druck die Farbe vorlegen. Aber nicht ganz bis zur
Mitte der Blüte runterblenden, ein bisschen freilassen. Dann mit Pink und mittlerem bis starkem Druck, kleinen kreisenden Bewegungen von der Spitze der Blüte runterblenden. Je weiter man runterkommt, desto mehr lässt man den Druck nach, damit es sich mit dem Peach-Ton verblendet und man keine harten Übergänge hat. Dann nehme ich wieder mein Peach, blende den Übergang ein bisschen aus. Das mache ich mit mittlerem Druck. Dann nehme ich mein Weiß und blende von der Mitte der Blume ein bisschen hoch in den Peach-Ton. Die Mitte der Blume, da habe ich 995 Mulberry genommen. Den Rand des Blütenstempels gemalt. Dann habe ich 929 Pink. Habe in Mulberry reingeblendet und ein bisschen zum Rand rausgezogen. Und dann habe ich mit Peach den Rest ausgeblendet. Dann malen wir mal das Blütenblatt hier unten aus. Dafür habe ich 909 Grass Green, 910 True Green und die 908 Dark Green. Ich habe mit dem Grass Green mit mittlerem Druck, schon etwas stärker, aber nicht ganz so stark, in kleinen kreisenden Bewegungen hier unten an dem Blatt angesetzt und blende das Grass Green ein bisschen hoch. Dann habe ich mein Dark Green genommen, habe auch hier unten angesetzt und mit starkem Druck auch ein bisschen hochgeblendet. Dann wechsle ich wieder zum Grass Green. Blende in das Dark Green rein und ziehe die Farbe noch ein bisschen weiter. Dann wechsle ich zum True Green und blende in dem Grass Green ein bisschen weiter hoch. Für die Spitze nehme ich mein Weiß und blende die Spitze ein bisschen aus, sodass sie ein bisschen leuchtet und strahlt. So, das Ganze nochmal. Grass Green. Mit leichtem bis mittleren Druck die Farbe etwas vorlegen.
Dann mit dem Dark Green hier unten an dem Blatt einen dunklen Akzent setzen. Das blende ich wieder mit dem Grass Green aus. Diesmal mit mehr Druck. Sättige das Papier mehr. Dann nehme ich mein True Green und blende mit mittlerem bis starkem Druck alles ein bisschen aus. Und mit dem Weiß blende ich das True Green aus und gebe dem Ganzen eine leuchtende Blattspitze. Dann wenden wir uns der Blume hier unten zu. Mit leichtem Druck male ich das Blütenblatt aus. Es tut mir leid, ich habe vergessen, die Farbe zu sagen. 904 Light Cerulean Blue und 901 Indigo Blue. Dann brauchen wir ein Weiß zum Ausblenden und mein 916er Gelb, Canary Yellow für die Blütenmitte. Also nochmal die 904 für das Blütenblatt. Leichter Druck und um diesen Blütenstempel würde ich ein bisschen Platz lassen, damit wir einfach ein bisschen mehr Gelb verteilen können und nicht nur den Kreis hier ausmalen. Mit leichtem Druck, kleinen kreisenden Bewegungen und um den Blütenstempel hier ein bisschen Platz lassen. Dann nehme ich mein Indigo Blue, die 901, und fange an, von der Spitze des Blattes mit starkem Druck und kleinen kreisenden Bewegungen ungefähr bis zur Hälfte des Blütenblattes runter zu blenden. Also mit starkem Druck, klein kreisenden Bewegungen ungefähr bis zur Hälfte des Blütenblattes herunterblenden. Dann nehme ich wieder mein Hellblau und blende das ein bisschen besser hier an den Ecken aus, wo der Übergang von dem Dunkel, also von dem Indigo, in mein Light Cerulean Blue ist. Dann nehme ich mein Weiß und blende hier unten an der Blütenmitte ein bisschen das helle Blau aus. Einfach damit das Ganze etwas weicher aussieht. Dann nehme ich mein Gelb, male den Knubbel aus und ziehe hier am Blütenstempel die Farbe etwas runter. Das Ganze nochmal für das letzte Blatt. Leichter Druck, ein bisschen Platz um den Blütenstempel lassen. Dann mit dem Indigo und starkem Druck bis zur Hälfte des Blattes circa runterblenden.
falls nötig mit dem hellen Blau die Übergänge noch ein bisschen ausblenden. Mit dem Weiß kann man hier einen sanfteren Übergang reinblenden. Alles optional. Und mit dem Gelb den Blütenstempel und diesen Stängel hier einmal nachziehen. Jetzt malen wir eins von diesen Blättern hier drumherum. Das wird ein bisschen dunkel. Dafür brauchen wir Schwarz 935, Dark Green 908 und Apple Green 912. Ich fange mit dem Dark Green an. Mit starkem Druck. Und lasse hier die Farbe etwas auslaufen. Weil ihr seht, ich habe hier so Glanzpunkte gelassen. Starker Druck und die Farbe etwas auslaufen lassen. Dann auch hier in der Mitte mit starkem Druck und die Farbe etwas ausblenden lassen. Jetzt nehme ich mein Schwarz und ziehe ein bisschen an den Stellen, wo Schatten geworfen wird, nach. Also hier zum Beispiel, wo der Stängel aus der Blüte rauskommt, hier an der Spitze des Blattes ein bisschen. Und hier in der Mitte des Blattes wirklich leichter Druck, kleine kreisende Bewegungen. Es ist gar nicht viel Kraft nötig, um die Farbe hier noch drüber zu kriegen. Und wenn das gemacht ist, nehmen wir unser Apple Green und blenden hier in den Lichtpunkten mit mittlerem bis starkem Druck das Dunkelgrün etwas aus. Genauso hier mit mittlerem bis starkem Druck und kleinen kreisenden Bewegungen das Grün ausblenden. Machen wir das Ganze nochmal mit dem dunklen Grün. Hier unten ansetzen mit starkem Druck und den Druck langsam nachlassen. Hier oben ansetzen mit starkem Druck und den Druck langsam nachlassen. Dann in der Mitte mit starkem Druck und die Farbe ausblenden zum Rand hin. Starkem Druck in der Mitte und die Farbe zum Rand ausblenden.
Dann mit dem Schwarz so ein bisschen die Schatten setzen, hier an der Blattspitze, hier unten vielleicht noch ein bisschen und in der Blattmitte. Kleine kreisende Bewegungen mit leichtem Druck. Mit dem Apple Green dann das Grün einfach mit starkem Druck und kleinen kreisenden Bewegungen ausblenden. Genauso hier den Rand schön runterblenden. Schon haben wir das nächste Blatt fertig. Für das letzte Blatt, dieses Gelb-Grün, benutzen wir wieder die 912 Apple Green und die 916 Canary Yellow. Hier lege ich zuallererst mit starkem Druck das helle Grün vor, so wie eben auch an der Blattspitze mehr Druck und die Farbe ausblenden lassen. Dann hier am Rand mit starkem Druck das Grün vorlegen und zur Mitte hin mit leichten kreisenden Bewegungen den Druck nachlassen und wieder ausblenden. Dann nehmen wir das Gelb und blenden hier einfach mit starkem Druck in das Grün rein. Und hier mit mittlerem Druck und kleinen kreisenden Bewegungen das Grün ausblenden. Wenn man möchte, kann man noch ein paar Schatten setzen. Dafür nimmt man dann das dunkelgrün und mit leichtem Druck kann man hier so ein bisschen nachmalen, hier oben ein bisschen nachmalen, den Rand etwas nachziehen. So dass das Ganze ein bisschen mehr Volumen bekommt. Jetzt haben wir laut meiner Kalkulation jede Farbe in dem 24er Set benutzt. Ich habe extra Liste geführt, damit ich mich auch nicht vertue. Gleich läuft der Rest dieses Parts nochmal im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wie zu Anfang schon gesagt, hinterlasst gerne Kommentare. Ich freue mich darüber.